Hallo, mein Name ist Chris Strobel und ich zeige euch heute, wie wir reCAPTCHA von Google im Bubble integrieren können. reCAPTCHA ist ein Dienst, der euch unterstützt zu erkennen, ob ein Mensch oder eine Maschine, also ein Bot oder Computer, eure Webseite benutzt. Dies ist vor allem dann notwendig, wenn Spam- oder Phishing-Attacks eure Webseite angreifen. Wir gehen jetzt in Plugins und haben dort bereits das reCAPTCHA-Plugin vom Bubble installiert. Anschließend brauchen wir diese Keys. Deswegen gehen wir in den Developer Guide von Google. Ich habe euch den Link in den Kommentaren hinterlegt und müssen uns hier registrieren für ein API Key Pair. Ihr nehmt eine Domain, zum Beispiel eure Bubble App, in meinem Fall No Code Germany, und nutzt dann reCAPTCHA Version 2, weil diese Version 3 noch nicht im Bubble mit dem Plugin funktioniert. Ihr wählt dann die Box Ich bin kein Roboter aus, fügt noch eine Domain hinzu. Ihr erhaltet nun zwei API-Keys. Diese werden kopiert. Einmal den Website-Schlüssel, das ist der Site-Key, und einmal den geheimen Schlüsselcode kopieren. Ich übernehme die beiden auch in die Development-Umgebung. Nachdem wir jetzt die API-Keys eingefügt haben, gehen wir in den Design-Tab und unter Import Forms haben wir diese reCAPTCHA-Form. Wir fügen diese hinzu. Und haben jetzt zwei Möglichkeiten, reCAPTCHA einzufügen. Ich zeige euch die erste Möglichkeit. Die Form ist immer sichtbar und der Button Registrieren ist nur klickbar, nachdem wir validiert haben, dass kein Robot diese Webseite nutzt. Dafür ist das Element visible on Page Load. Wir klicken auf den Button Registrieren und sagen nun Account, sign the user up. Und fügen dahinter ein Refresh the Page Funktion hinzu. Und wir gehen jetzt hier oben in den Workflow und sagen, dieser führt sich nur aus, wenn reCAPTCHA Forms A ist checked. Also nur wenn diese reCAPTCHA Form auch aktiviert ist, dann führt sich der Workflow aus. Wir gehen jetzt einmal in Preview und schauen uns das Ganze an. Und wir sehen, wenn wir auf Registrieren klicken, passiert nichts. Das können wir natürlich auch visuell unterstützen, indem der Button nicht klickbar ist. Und dann I'm not a robot und wir registrieren und sehen, wir haben jetzt registriert. Die zweite Möglichkeit, die man ebenfalls öfters sieht, ist, dass der reCAPTCHA am Anfang nicht sichtbar ist und wir, sobald wir registrieren klicken, diesen sichtbar machen. Dafür ist der reCAPTCHA am Anfang nicht visible und wir gehen in den Registrieren-Button und sagen, dieser Workflow ist gleich, nur wenn der Button Registered ist klickt und reCAPTCHA ist checked. Wir kopieren diesen Workflow und sagen nun, wenn dieser nicht gecheckt ist, dann show an element, nämlich die reCAPTCHA-Form. Wir gehen jetzt einmal auf Preview und schauen uns das an. Wir sehen, aktuell ist die reCAPTCHA nicht sichtbar. Wir gehen auf Registrieren. Jetzt ist er sichtbar und wir registrieren. Und so konnten wir sehen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, reCAPTCHA elegant im Bubble einzubauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt gerne auf den Like-Button oder subscribt unseren Channel. Bei Fragen nutzt die Kommentare. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald.